Wenn ich erzähle, dass ich in einem Wohnmobil lebe, dann denken die meisten nicht daran, dass sich unterwegs die gesündesten Rezepte problemlos zubereiten lassen. Dabei ist es gerade unserem Wohnmobil zu verdanken, dass wir beständig wunderbaren Zutaten in die Arme laufen. Sehe ich gesunde Lebensmittel, dann habe ich ein natürliches Bedürfnis, diese in meine Küche zu bringen. Herzlich willkommen bei Wie man macht. Hast du auch dieses natürliche Bedürfnis, etwas Gesundes zu kochen? Dann vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Denn nur so bleiben wir immer informiert, inspiriert und vernetzt. Dieses Rezept ist meine Wahl statt der typischen Hühnersuppe, wenn man erkältet ist. Denn ich vertraue auf die starken Heilkräfte der Natur. Ich lese dir jetzt vor, was ich eingekauft habe, damit du Bescheid weißt. Zwiebeln, Knoblauch, Kokosöl und diese riesige weiße Süßkartoffel. Besonders diese Kartoffel ist bei den über 100-Jährigen sehr beliebt, da sie zur Prävention von altersbedingten Krankheiten beiträgt. Diesen Effekt hat man größtenteils dem hier enthaltenen Beta-Carotin zu verdanken. Dabei wird das Beta-Carotin in unserer Leber von Provitamin A zu Vitamin A umgewandelt. Dieses Wissen hilft dir dabei zu verstehen, dass außer Süßkartoffeln und Karotten auch Grünkohl, Spinat oder Kürbis diese gesundheitlichen Vorteile mit sich bringen. Denn sie haben alle etwas gemeinsam, einen hohen Gehalt an Beta-Carotin. Um den Stoffwechsel anzukurbeln, zaubere ich Chilis aus meiner Hand. Um zu vermeiden, dass ich das Capsaicin an meine Hände bekomme und damit aus Versehen in meine Augen, verwende ich eine Schere als Hilfsmittel. Das Ganze wird mit etwas Wasser und Kokosmilch abgelöscht. Achte darauf, dass die Kokosmilch möglichst wenige Zutaten enthält. Idealerweise besteht sie nur aus Kokosnuss und Wasser. Wenn du etwas suchst, das ohne den Einsatz von synthetischen Pestiziden und Düngemittel auskommt, bevorzuge Bioqualität. Etwas Zucchini fügen wir als nächstes hinzu. Ich denke, mit einer halben komme ich gut hin. Da wir ohne Kühlschrank auskommen, ist es für uns selbstverständlich, den Kühlschrank stattdessen als Gemüseschrank zu verwenden. Einen Blick dort hinein und ich finde grundsätzlich immer einige Zutaten, die mir gut tun und Spaß machen. Andere haben einen Medizinschrank, ich habe eben einfach gesunde Lebensmittel im Schrank. Die Kichererbsen bringe ich für die Textur und den Nährwert in unser Gericht. Damit ist auch eine Proteinquelle im Topf. Noch etwas Pfeffer, frisch mahlen. Menschen mit hohem Blutdruck oder Herzproblemen verzichten hier auf einen Teelöffel Salz. Wunderbar, mit der Schärfe der Chili harmoniert jetzt eine halbe Banane. Frisches Obst ist grundsätzlich eine geniale Idee, um etwas Süße mit reinzubringen. Ein kleiner Tipp zur Lagerung: Wenn ihr wollt, dass eure Bananen länger haltbar sind, trennt sie nach dem Kauf voneinander. So reifen sie langsamer. Jetzt, wo alle Zutaten ihren Weg in den Topf gefunden haben, lassen wir unser Gericht ein letztes Mal aufkochen. Genieße dieses aromatische Essen und gönn dir einen Moment der Ruhe und Gesundheit. Da du das Video bis hierhin angesehen hast, bist du bereit, einen Daumen nach oben zu geben und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Wie man macht auf YouTube und Telegram.